Servus und herzlich willkommen. Ja, es ist heiß draußen. Draußen bei mir tobt ein Riesengewitter. Ja, und ich möchte heute einen schönen Salat machen mit einem Balsamico-Dressing. Und wenn es euch interessiert, wie man das Dressing macht, dann bleibt doch jetzt dabei. Folgende Zutaten: meinen selber gemachten, eingelegten, geräucherten Knoblauch. Wie man das macht, habe ich euch im letzten Video erklärt. Wenn es euch interessiert, bitte schaut euch das Video an. Dann brauchen wir Salz, Zucker, Pfeffer, Olivenöl, Balsamico-Essig, ein paar Zwiebeln und hier etwas frischen Estragon und natürlich Salat eurer Wahl. Bei mir ist es Romana-Salat. Das Dressing ist ziemlich einfach. Ich gebe zuerst hier die Zwiebeln rein. Das ist ungefähr eine halbe oder eine ganz kleine Zwiebel. Dann gebe ich 2 Löffel Zucker hinzu. Ungefähr einen Löffel Salz. Dann Pfeffer. Dann habe ich gerade vergessen, wir brauchen natürlich auch Senf, scharfen Senf. Da gebe ich auch 2 kleine Löffel hinzu. Und dann noch etwas von meinem Knoblauchöl. Ungefähr 1 Löffel, je nachdem, wie gerne ihr Knoblauch essen möchtet. Von dem Balsamico-Essig ungefähr, ja, so dass das ungefähr bedeckt ist. Ja, noch etwas mehr. Gefolgt von ungefähr 2 Drittel Olivenöl. Also 1 Drittel Essig, 2 Esslöffel Öl. Es fehlt nur noch der kleingeschnittene Estragon. Bevor ich jetzt den Mixer anwerfe, erkläre ich es euch kurz. Und zwar den Mixer auf den Boden setzen und dann auf höchste Stufe einschalten und langsam dann nach oben ziehen. Ich mache das jetzt für euch, aber ich blende euch den Ton aus. So, jetzt schauen wir mal die Konsistenz an. Es ist schön cremig, wie ihr seht. Wenn es jetzt ein bisschen zu dick ist, könnt ihr gerne etwas Wasser hinzugeben zum Verdünnen. Ich probiere es gleich mal. Ja, schmeckt schon sehr lecker. Jetzt kann man hier noch etwas justieren, wie ihr das gerne hättet. Noch etwas Pfeffer hinzu. Oder etwas Zucker, je nachdem, wie euer Geschmack natürlich ist. Dann kann man das Balsamico-Dressing natürlich auch umfüllen in so eine Flasche. Deckel drauf. Das hält sich jetzt ungefähr eine Woche so im Kühlschrank. Aber wir wollen natürlich den Salat damit marinieren. Und deshalb gibt man das Dressing erstmal über den Salat. Und dann wird der Salat einmal schön durchgemischt. Und dann lassen wir das etwas ziehen, dass der Salat natürlich den Geschmack von dem Dressing aufnimmt. So, und jetzt könnt ihr entscheiden, was ihr zu eurem Salat gerne hättet. Bei mir wird es heute Thunfisch sein, Zwiebeln und Oliven. Und das richte ich euch jetzt dann schön auf einen Teller an, damit ihr seht, wie das auch aussehen kann, sehr appetitlich und lecker. Aber zuerst möchte ich noch ein Knoblauchbaguette machen. Dafür habe ich hier ein Baguette. Das wird zweimal halbiert. Ja, es ist etwas frisch, deswegen lässt es sich schwer schneiden. Das habe ich nämlich gerade aufgebacken. So, für das Baguette nehme ich wieder hier mein geräuchertes Knoblauchöl.
Das gebe ich jetzt hier auf das Baguette und dann kommt es in den Ofen und wird richtig schön knusprig herausgebacken. Hier schon Tomaten drauf gegeben. Dann kommt natürlich unser angemachter Salat dazu. So. Dann gebe ich noch ein paar Zwiebelringe oben drauf. Alles schön verteilen. Dann habe ich hier noch ein paar Oliven. Das könnt ihr alles machen. Alles, was euch schmeckt, kommt auf den Teller. Und zum Schluss noch etwas Thunfisch aus der Dose. Oder auch frisch, aber heute macht es eigentlich jeder aus der Dose. Schmeckt auch sehr gut. Noch etwas Grünzeug, in meinem Fall Schnittlauch und hier noch etwas bunten Pfeffer und fertig ist der sommerliche, leckere Salat mit Balsamico-Dressing. Ich hoffe, ihr probiert es aus und macht es einmal nach. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, schaltet doch wieder ein das nächste Mal. Das würde mich sehr freuen. So, ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Servus.